Hallo Espresso-Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute tauchen wir tief in die Welt der Espresso-Zubereitung ein und beantworten eine Frage, die viele von euch beschäftigt. Braucht man wirklich ein WDT-Tool, einen Leveler und einen Tamper, um guten Espresso zu machen? Oder ist das alles nur überflüssiger Schnickschnack? Lasst uns das mal genauer unter die Lupe nehmen. Fangen wir mit dem WDT-Tool an. WDT steht für Weiß Distribution Technik. Das sind diese kleinen Werkzeuge mit feinen Nadeln. Wofür sind die gut? Ganz einfach. Sie helfen dabei, Kaffeeklümpchen im Siebträger aufzubrechen und das Kaffeemehl gleichmäßiger zu verteilen, bevor man tampt. Gerade wenn eure Mühle dazu neigt, etwas klumpig zu mahlen, ist das Gold wert. Eine ungleichmäßige Verteilung führt nämlich fast unweigerlich zu Channeling. Das heißt, das Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstands und fließt ungleichmäßig durch den Kaffeepuck. Das Ergebnis? Eine unausgewogene Extraktion, mal sauer, mal bitter. Ist ein WDT-Tool also notwendig? Streng genommen kann man auch ohne Espresso zubereiten. Aber wenn ihr eure Espresso-Qualität und vor allem die Konsistenz eurer Shots verbessern wollt, dann ist ein WDT-Tool eine der effektivsten und oft auch günstigsten Methoden dafür. Es reduziert Channeling sichtbar und führt zu einer süßeren, ausgewogeneren Tasse. Mein Urteil: nicht absolut überlebensnotwendig, aber extrem empfehlenswert und für viele der Schlüssel zu konstant gutem Espresso. Für mich persönlich fast unverzichtbar. Als nächstes kommt der Leveler, manchmal auch Distributor genannt. Das ist dieses meist runde, schwere Werkzeug, das man auf das Kaffeemehl im Siebträger legt und dreht. Die Idee ist, eine perfekt ebene Oberfläche zu schaffen, bevor man mit dem Tamper verdichtet. Das soll helfen, eine gleichmäßige Dichte im Puck zu erreichen und somit wieder Channeling zu vermeiden. Braucht man den Leveler wirklich? Hier gehen die Meinungen stark auseinander. Manche Baristas schwören darauf und finden, dass es ihre Routine vereinfacht und zu konsistenteren Ergebnissen führt. Andere argumentieren, dass ein Leveler das Kaffeemehl an der Oberfläche bereits leicht verdichtet und zwar möglicherweise ungleichmäßig in der Tiefe. Sie sagen auch, dass eine gute WDT-Technik, gefolgt von sorgfältigem Tampen, den gleichen, wenn nicht sogar einen besseren Job macht, ohne das Risiko einer ungleichmäßigen Vorverdichtung. Man kann auch durch leichtes Klopfen des Siebträgers auf die Arbeitsfläche, das sogenannte Tapping, eine ebene Oberfläche erreichen. Mein Urteil: ein Leveler ist optional. Ein Nice to have, wenn man das Gefühl hat, es hilft dem eigenen Workflow und der Konsistenz. Aber definitiv kein Muss. Man kann exzellenten Espresso ohne ihn zubereiten. Und zu guter Letzt der Tamper. Das ist das Werkzeug, mit dem ihr das Kaffeemehl im Siebträger fest zu einem dichten Puck zusammendrückt. Dieser verdichtete Puck erzeugt den nötigen Widerstand, damit das heiße Wasser unter Druck gleichmäßig hindurchfließen und die wertvollen Aromen extrahieren kann. Ist der Tamper notwendig? Hier gibt es absolut keine Diskussion. Ja, ein Tamper ist zu 100% essentiell für die Espresso-Zubereitung. Ohne das Verdichten würde das Wasser einfach durch das lose Kaffeemehl schießen, es gäbe kaum Widerstand, die Extraktionszeit wäre viel zu kurz und das Ergebnis wäre eine wässrige, unterextrahierte, saure Plörre, die mit Espresso nichts zu tun hat. Ihr braucht einen festen, gleichmäßig verdichteten Kaffeepuck. Mein Urteil: absolut unverzichtbar. Ohne Tamper kein Espresso. Fassen wir also zusammen. Braucht man einen Tamper? Ja, unbedingt. Braucht man ein WDT-Tool? Nicht zwingend, aber sehr, sehr stark empfohlen, um die Qualität und Konsistenz eures Espressos deutlich zu steigern. Braucht man einen Leveler? Nein, das ist eher optional und eine Frage der persönlichen Vorliebe und des Workflows. Wenn ihr also gerade anfangt oder euer Equipment upgraden wollt, investiert auf jeden Fall in einen guten Tamper, der passt. Überlegt euch sehr ernsthaft ein WDT-Tool. Das macht oft einen riesigen Unterschied. Den Leveler könnt ihr erstmal weglassen und schauen, ob ihr ihn mit guter Technik bei der Verteilung und beim Tampen überhaupt vermisst. Ich hoffe, diese kleine Übersicht hilft euch bei eurer Entscheidung und auf eurem Weg zum perfekten Espresso.
Was sind eure Erfahrungen? Benutzt ihr alle 3 Tools? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, dem Video einen Like zu geben, wenn es euch gefallen hat, und den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Kaffeetipps zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.